Mehrere tausend Euro für einen Trockenschrank, nur um seine Ernte zu trocknen? Man könnte denken, darin steckt komplizierter Hightech. Die Realität ist deutlich unspektakulärer. Denn das Ganze basiert auf erstaunlich simplen physikalischen Prinzipien. In diesem Video zeige ich euch, wie man für rund 100 Euro ein super simples System baut, das nahezu die gleichen Ergebnisse liefert wie professionelle Geräte. Und welche zwei Tricks es möglich machen, dafür einen ganz normalen Kühlschrank zu verwenden. Und das Beste: Das Ganze funktioniert komplett ohne Löten oder kompliziertes Basteln. Stell dir vor, du hängst deine frische Ernte einfach in einen geschlossenen Raum. Über viele Tage geben die Pflanzen kontinuierlich Wasser an die Luft ab. Die Luft wird dadurch immer feuchter. Und genau hier entsteht das größte Problem beim Trocknen: Schimmel. Aber auch das Gegenteil kann problematisch sein. Ist die Luft zu trocken, trocknen die äußeren Pflanzenschichten sehr schnell, wenn das Innere noch feucht bleibt. Auch die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle. Ist sie zu hoch, gehen Terpene verloren und die Ernte verliert an Qualität. Das Ziel dabei ist ein stabiler Bereich, moderate Temperaturen und ungefähr 60% relative Luftfeuchtigkeit. Damit das funktionieren kann, braucht man im Grunde nur drei Dinge: einen geschlossenen Raum, eine Möglichkeit, Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen und stabile Temperaturen. Und genau so ein System besitzt fast jeder Haushalt bereits: ein ganz normaler Kühlschrank. Damit das Ganze wirklich funktioniert, muss man technisch allerdings noch ein wichtiges Detail beachten. Darauf kommen wir später noch zurück. Ein Kühlschrank ist im Grunde nichts anderes als ein isolierter, geschlossener Raum mit einer kalten Oberfläche im Inneren. Und genau das ist die Voraussetzung dafür, Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen. Wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft, kann sie einen Teil ihres Wassers nicht mehr halten. Das Wasser kondensiert und läuft ab. Das ist exakt der gleiche Effekt, den man im Winter an beschlagenen Fenstern beobachten kann. Damit kommen wir zum ersten Trick dieses Systems. Wir benutzen den Kühlschrank nicht zum Kühlen, sondern zum Entfeuchten der Luft. Der entscheidende Perspektivwechsel ist dabei folgender: Ein Kühlschrank ist im Grunde nicht nur ein Kühlgerät mit der Nebenwirkung zu entfeuchten. Physikalisch betrachtet ist er ebenfalls ein sehr effizienter Luftentfeuchter, der dabei zwangsläufig auch kühlen kann. Und genau diese Eigenschaft machen wir uns zunutze. Wenn wir den Kühlschrank nicht nach Temperatur, sondern nach Luftfeuchtigkeit steuern, arbeitet er automatisch als Entfeuchter. Steigt die Luftfeuchtigkeit im Schrank über unseren Zielwert, schaltet sich der Kühlschrank ein. Die Luft wird abgekühlt, Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Oberfläche und läuft als Wasser ab. Sobald die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist, schaltet der Kühlschrank wieder aus. Damit hätten wir bereits das wichtigste Problem gelöst. Die Luft wird automatisch entfeuchtet. Jetzt kommt allerdings der zweite Trick. Und der wirkt im ersten Moment komplett absurd. Ein Kühlschrank entzieht der Luft nicht nur Feuchtigkeit, sondern kühlt gleichzeitig auch den gesamten Innenraum. Wenn man das einfach so laufen lässt, würde die Temperatur beim Entfeuchten immer weiter absinken. Und das wäre für die Trocknung nicht ideal. Die Lösung ist jedoch erstaunlich simpel: eine kleine Heizung. Immer wenn der Kühlschrank entfeuchtet und dabei kühlt, gleicht die Heizung die Temperatur wieder aus. Wir lassen also tatsächlich ein Gerät gleichzeitig kühlen und heizen. Das klingt zunächst komplett unsinnig, aber genau dadurch funktioniert das System. Für die Entfeuchtung spielt es nämlich keine Rolle, ob die Luft dabei gleichzeitig auch noch erwärmt wird. Entscheidend ist nur, dass die Feuchtigkeit zuvor an der kalten Oberfläche kondensiert ist und aus der Luft entfernt wurde. Der Kühlschrank entfernt also Feuchtigkeit aus der Luft, während die Heizung dafür sorgt, dass die Temperatur stabil bleibt. Mehr braucht das System im Grunde nicht. Keine Spezialtechnik und kein Umbau des Kühlschranks. Die Umsetzung. Die Theorie mag vielleicht etwas kompliziert klingen. Die Umsetzung ist dagegen erstaunlich simpel. Im Grunde brauchen wir nur 5 Dinge: einen Kühlschrank in der gewünschten Größe, einen Feuchtecontroller, eine kleine Heizmatte, etwas Umluft und eine einfache Wetterstation zur Überwachung. Der Feuchtecontroller steuert dabei den Kühlschrank und entscheidet, wann entfeuchtet wird. Die Heizmatte gleicht die Kühlung wieder aus und stabilisiert die Temperatur. Die Umluft sorgt dafür, dass sich im Innenraum keine feuchten Zonen bilden und überall möglichst gleichmäßige Bedingungen herrschen. Und mit einer einfachen Wetterstation mit App kann man Temperatur und Luftfeuchtigkeit
jederzeit im Blick behalten. Das Ganze ist bewusst so simpel gehalten, dass wirklich jeder es nachbauen kann. Alles wird einfach eingesteckt. Ohne Löten, ohne Umbau und ohne Elektronikbastelei. Die Geräte. Für den Aufbau habe ich einen gebrauchten Flaschenkühlschrank von Kleinanzeigen für etwa 60 € verwendet. Normale Kühlschränke bekommt man da teilweise schon für rund 20 €. Der große Vorteil von Flaschenkühlschränken ist das relativ große Innenvolumen und die vorhandenen Gitterböden, an denen sich das Material direkt aufhängen lässt. Mein Modell besitzt zusätzlich eine eingebaute Umluftfunktion, was für möglichst gleichmäßige Bedingungen im Innenraum sehr praktisch ist. Wenn ihr einen gebrauchten Kühlschrank verwendet, solltet ihr ihn vorher einmal gründlich reinigen. Am einfachsten funktioniert das mit Chlorbleiche. Das desinfiziert zuverlässig und tötet praktisch alles ab, was eventuell noch im Gerät sitzt. Für das Video habe ich bewusst einen Kühlschrank mit Glastür verwendet, damit man im Inneren alles sehen kann. Eigentlich wäre ein Modell ohne Glas besser, weil dadurch kein Licht in den Innenraum gelangt. Ich habe das einfach gelöst, indem ich während der Trocknung eine Decke über die Tür gehängt habe. Die Außenmaße meines Kühlschranks liegen bei ungefähr 145 x 60 x 55 cm. Damit ist das Volumen deutlich größer als bei Geräten wie dem VCure, der nur etwa 82 x 50 x 50 cm misst. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist die freie Skalierung. Für kleine Ernten reicht ein Mini-Kühlschrank völlig aus, während man für größere Mengen einfach einen größeren Flaschenkühlschrank verwenden kann. Mein Kühlschrank ist mit etwa 200 Watt angegeben, zieht in der Praxis aber nur ca. 80 Watt. Damit ich ihn leichter bewegen kann, habe ich ihn auf ein kleines Rollbrett aus einer OSB-Platte gestellt. Das klingt zwar nach einer Kleinigkeit, ist im Alltag aber erstaunlich praktisch. Als Heizung verwende ich eine einfache Heizmatte. Ich habe verschiedene Lösungen ausprobiert und das ist mit Abstand die einfachste und sicherste Variante. Heizmatten werden nicht extrem heiß, man muss nichts umbauen und sie sind sofort einsatzbereit. Viele Heizmatten besitzen bereits einen eigenen Temperaturregler. Meine ließ ich allerdings nicht unter 20 Grad einstellen. Deshalb steuere ich sie extern. Mit genau der gleichen Steckdosensteuerung wie den Kühlschrank. Nur eben über die Temperatur statt über die Luftfeuchtigkeit. Die Heizmatte hat ungefähr 50 Watt Leistung. Für diesen Kühlschrank reicht das gerade so aus. Besser sind etwa 100 Watt. Wichtig ist, dass die Heizung stark genug ist, um gegen die Kühlleistung des Kühlschrankes arbeiten zu können. Gleichzeitig sollte sie aber auch nicht zu stark sein, damit die Temperatur nicht ständig überschießt. Als grobe Faustregel kann man etwa 0,2 bis 0,3 Watt Heizleistung pro Liter Kühlschrankvolumen anpeilen. Mein Schrank hat ungefähr 380 Liter Volumen, womit eine Heizleistung von etwa 75 bis 115 Watt sinnvoll wäre. Grundsätzlich gilt dabei, lieber etwas zu kühl als zu warm. Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trocknung zwar etwas, sind aber für die Qualität deutlich weniger problematisch als zu hohe Temperaturen. Ein weiterer praktischer Tipp: Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie weit sich die Temperatur einstellen lässt, kauft am besten eine Heizmatte ohne integrierte Steuerung. Modelle mit eigener Elektronik bleiben nach einer Stromunterbrechung häufig ausgeschaltet und erwarten einen Tastendruck. Das funktioniert dann schlecht, wenn die Matte von einem externen Controller ein- und ausgeschaltet werden soll. Passende Modelle habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Sowohl der Kühlschrank als auch die Heizung hängen an einer einfachen Steckdosensteuerung mit Temperatur- und Feuchtesensor. Dort lässt sich einstellen, bei welcher Luftfeuchtigkeit der Kühlschrank ein- und ausschaltet und bei welcher Temperatur die Heizung aktiviert und deaktiviert wird. Mehr braucht das System nicht. Technisch gibt es natürlich deutlich komplexere und bessere Lösungen. Der Anspruch hier war aber bewusst, das Ganze so einfach zu halten, dass es wirklich jeder ohne Basteln und ohne Elektronikkenntnisse nachbauen kann. Wenn jemand zum Beispiel bereits eine smarte Steckdosenleiste wie die von Spider-Farmer besitzt, lässt sich das System wahrscheinlich auch darüber steuern. Alternativ wären auch Lösungen mit Shellys möglich. Meine Spider-Farmer Steckdosenleiste ist allerdings schon anderweitig im Einsatz. Deshalb habe ich hier einfach einen einzelnen Controller verwendet. Zur Überwachung verwende ich zusätzlich eine kleine GUVI-Wetterstation. Damit lassen sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit dauerhaft aufzeichnen, Alarmschwellen definieren und Push-Benachrichtigungen aufs Handy schicken. Wenn ein Wert aus dem gewünschten Bereich läuft, bekomme ich sofort eine Meldung. Über die App kann man jederzeit die aktuellen Werte im Schrank live sehen und sich außerdem den Verlauf anzeigen lassen.
Damit hat man im Grunde fast schon eine kleine App zur Überwachung des gesamten Trocknungsprozesses. Mein Kühlschrank besitzt zwar bereits eine eingebaute Umluftfunktion. Die läuft allerdings nur zusammen mit dem Kompressor. Damit auch dann Luftbewegung vorhanden ist, wenn der Kühlschrank gerade nicht kühlt, habe ich zusätzlich noch einen Arctic P14 PC-Lüfter am Boden aufgestellt. So wird die Luft im gesamten Innenraum ständig leicht umgewälzt und es entstehen keine feuchten Zonen. Der Lüfter läuft über einen USB-Adapter mit Drehzahlregulierung, genauso wie in meinem Video zur leisen Umluft im Grow-Zelt. Dadurch lässt sich die Drehzahl sehr fein einstellen. Die Lüfter laufen praktisch lautlos und die Luftbewegung kann so eingestellt werden, dass sie für gleichmäßige Bedingungen sorgt, ohne die Pflanzen direkt anzublasen oder zu stark auszutrocknen. Zum Aufbau gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Im Grunde wird alles einfach eingesteckt. Ich habe bewusst keine Löcher in den Kühlschrank gebohrt. Die Kabel lassen sich problemlos durch die flexible Türdichtung führen, die sie ausreichend fest einklemmt. Der Kühlschrank bleibt dadurch komplett unbeschädigt und kann jederzeit wieder normal verwendet werden. Der PC-Lüfter kann ebenfalls simpel verwendet werden. Ich habe einfach ein Stück Blumendraht durch die Lüfterlöcher geführt, sodass er im Kühlschrank stehen und ausgerichtet werden kann. Das funktioniert erstaunlich gut und lässt sich jederzeit anpassen. Wer es sauberer haben möchte, kann dafür natürlich auch einen kleinen Halter oder Standfuß drucken. Ich habe dafür einen einfachen Fuß als Ergänzung für meine Umlufthalterung gedruckt. Die Druckdaten gibt es kostenlos zum Download auf meiner Seite growersglück.de. Einstellen. Bei der Einstellung muss man etwas aufpassen, weil unser System einfacher aufgebaut ist als kommerzielle Geräte. Geräte wie VCure oder moderne Kühlsysteme arbeiten häufig mit sogenannten Inverterkompressoren. Diese können ihre Drehzahl verändern und damit stufenlos regeln, wie stark sie kühlen. Ein normaler Kühlschrank kann das nicht. Er kennt nur zwei Zustände, an oder aus. Deshalb muss man eine Eigenheit von Kühlkompressoren beachten. Wenn der Kompressor gelaufen ist, braucht er eine kurze Pause, bevor er wieder starten kann. Der Grund ist der Druck im Kühlsystem, der sich erst etwas abbauen muss. Versucht man zu früh wieder einzuschalten, hört man oft nur ein kurzes Brummen. Danach greift der Wiederanlaufschutz und der Kompressor startet nicht. Genau das wollen wir vermeiden. Deshalb sollte der feuchte Bereich am Regler nicht zu eng eingestellt werden. Wenn man zum Beispiel einstellt, dass der Kühlschrank bei 61% einschaltet und bei 60% wieder ausschaltet, würde er vermutlich ständig versuchen, sofort wieder anzulaufen. Ich habe deshalb eine Differenz von ungefähr 4 bis 5% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Damit lief das System bei mir problemlos. Wie groß diese Differenz sein muss, hängt auch davon ab, wie schnell sich die Luftfeuchtigkeit verändert. Wenn das Material frisch und sehr feucht ist, steigt die Luftfeuchtigkeit schneller an. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die Schwellen etwas weiter zu wählen und später bei Bedarf nachzujustieren und wieder enger zu stellen. Die Luftfeuchtigkeit pendelt dadurch zwar etwas, aber das ist unproblematisch, weil der Durchschnittswert genau im gewünschten Bereich liegt. Die Sensoren solcher Steckdosencontroller sind außerdem nicht besonders präzise. Viele lassen sich zwar anhand eines genaueren Messgeräts kalibrieren. Für diesen Zweck ist das aber meistens nicht entscheidend, weil es hier ohnehin eher um einen stabilen Bereich als um exakte Laborwerte geht. Für die Heizung gilt das mit der Zeitverzögerung nicht. Sie kann problemlos häufig ein- und ausschalten. Das eigentliche Thermostat des Kühlschranks nutze ich zusätzlich als Sicherheitsbegrenzung. Mein Gerät kann bei dauerhaftem Betrieb nämlich auch Minusgrade erreichen. Ich habe das Thermostat deshalb so eingestellt, dass der Kühlschrank im Zweifel abschaltet, falls es einmal Probleme mit der externen Steuerung geben sollte. Ein weiterer Tipp ist außerdem, das System schon vor der Ernte einmal testweise laufen zu lassen. Wenn man ein paar nasse Handtücher in den Kühlschrank legt, simuliert das ziemlich gut die Feuchtigkeit einer frischen Ernte. So bekommt man schnell ein Gefühl dafür, wie sich das System einpendelt und wie weit man die Schwellen für die Luftfeuchtigkeit sinnvoll einstellen sollte. Was man außerdem noch beachten sollte: Der Kühlschrank kann kühlen und entfeuchten und die Heizung kann wärmen. Was dem System fehlt, ist eine aktive Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit wieder zu erhöhen. Sollte also einmal zu stark entfeuchtet werden, kann das System die Feuchtigkeit natürlich nicht selbstständig wieder anheben. Die Lösung dafür ist allerdings sehr simpel. Man stellt einfach einen feuchten Schwamm oder ein kleines Gefäß mit Wasser in den Kühlschrank, genau wie beim Canatrol. Das Wasser verdunstet dann langsam und erhöht dadurch wieder die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Bei mir war das allerdings nie notwendig.
Denn solange man nicht übertrocknet, muss die Luftfeuchtigkeit auch nicht wieder angehoben werden. Wohin mit dem Wasser? Ein Punkt wird dabei oft unterschätzt: Wie viel Wasser bei der Trocknung überhaupt entfernt wird. Angenommen, eine frische Ernte wiegt etwa 1 Kilogramm. Nach der Trocknung bleiben vielleicht 200 Gramm übrig. Das bedeutet, ungefähr 800 Gramm Wasser müssen aus den Pflanzen heraus. Also fast ein kompletter Liter. Genau dieses Wasser landet während der Trocknung als Kondenswasser im Kühlschrank. Wenn der Kühlschrank die Luft entfeuchtet, entsteht dieses Kondenswasser an der kalten Rückwand im Inneren des Kühlschranks. Von dort läuft es über ein kleines Ablaufloch nach außen und gelangt in eine Auffangschale auf dem Kompressor. Der Kompressor wird im Betrieb warm, wodurch das Wasser dort nach und nach wieder verdunstet und an die Raumluft abgegeben wird. Besonders am Anfang der Trocknung fällt relativ viel Wasser an, weil das Material noch sehr feucht ist. Deshalb sollte man gelegentlich kontrollieren, ob die Auffangschale überläuft. Bei mir war das allerdings nicht der Fall. Ich musste die Wanne während der gesamten Trocknung kein einziges Mal entleeren. Das hängt jedoch stark von der Menge des Materials, dem Kühlschrankmodell und dem Raumklima ab. Stromkosten. Ein möglicher Einwand ist der Stromverbrauch, weil gleichzeitig geheizt und gekühlt wird. Auf den ersten Blick wirkt das ineffizient. Aber die tatsächlichen Zahlen sind überraschend gering. Rechnen wir einmal pessimistisch. Ein großer Kühlschrank zieht etwa 80 Watt und eine Heizmatte ungefähr 50 Watt. Nehmen wir eine Trocknungsdauer von 14 Tagen und einen Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde an. Selbst wenn beide Geräte im Schnitt etwa die Hälfte der Zeit laufen, landet man bei ungefähr 8 bis 10 Euro Stromkosten pro Durchgang. Selbst wenn ein kommerzielles Gerät deutlich effizienter wäre, müsste man sehr viele Durchgänge trocknen, bis sich ein teures Gerät für über 1000 Euro allein über den Stromverbrauch wieder rechnen würde. Mich würde interessieren, wie ihr aktuell trocknet. Im Zelt, im Trockenschrank oder mit einer eigenen Lösung. Schreibt das gerne in die Kommentare. Mein eigener Grow braucht noch etwas Zeit. Ein Freund nimmt den Kühlschrank deshalb für seine kommende Ernte mit und zeigt auf seinem Kanal das komplette Trocknungsergebnis. Sobald das Video online ist, verlinke ich es hier im angepinnten Kommentar. Wenn euch solche Do-it-yourself-Experimente rund um den Home Grow interessieren, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.